Hey, mein Name ist Kathi von den Spirebus. Wir haben euch jetzt länger kein Video mehr gezeigt, weil es uns ein bisschen schwerfällt rüberzubringen, weil unsere Gruppe an 3 verschiedenen Punkten momentan verteilt ist, was bei uns wirklich passiert. Daher habe ich mir gedacht, wir machen das heute einfach mal ganz ehrlich und erklären in kurzen Punkten, was bei uns passiert und liefern euch ein neues Video ab mit dem, was uns gerade am wichtigsten ist. Ein Teil unserer Gemeinschaft ist momentan auf der Stahlratte. Auf das Schiff muss dauerhaft jemand aufpassen und es beschützen und behüten. Der zweite Teil ist in einer gemieteten Finca, ein Häuschen, in dem wir mit 25 Mann meistens wohnen. Und tagsüber, das ist Platz Nummer 3, tagsüber gehen fast alle aus unserer Gemeinschaft an unseren neuen Ort, um da unser neues Leben, unsere Wohneinheiten, unsere großen Gärten entstehen zu lassen, um ein neues Leben anzufangen. Ich habe jetzt bestimmt schon 3 Mal angefangen, ein Video zu schneiden und zu bearbeiten, aber es fällt mir ziemlich schwer rüberzubringen, was bei uns gerade abgeht, weil ich meistens zu Hause bin und nicht mit auf der Finca und den neuen Ort und euch gar nicht so richtig zeigen kann. Ich kann euch das Gefühl nicht rüberbringen, was da ist, weil ich es einfach gerade nicht habe. Also habe ich mir gedacht, ich gebe euch gleich einfach weiter an Anna und Sven, denn die sind jeden Tag mit vielen anderen mit dabei und die können euch zeigen und erklären, was da genau passiert und was wir da entstehen lassen. Den Schwerpunkt dieses Videos lege ich darauf, wie wir am Freimachen sind, wie wir Beete anlegen und wie wir unseren Garten entstehen lassen. Denn ohne Garten kann man nicht selbstversorgerisch sein, man kann nicht autark leben und daher ist das unsere Nummer 1. Unsere Nummer 2 sind unsere Wohneinheiten, Hütten, unsere Bungalows. Aber da noch nichts wirklich sicher ist, haben wir entschieden, euch das einfach noch nicht zu zeigen. Wir möchten euch das erst zeigen, von Anfang bis zu dem Punkt, wo wir jetzt sind, wenn die Sache ein bisschen in trockenen Tüchern ist und etwas sicherer. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das und habt ein bisschen Geduld, denn wenn es soweit ist, werden wir ganz sicher auch dazu ein Video machen. Wir werden oft gefragt, wie wir uns finanzieren und ich kann da ganz ehrlich zu sagen, dass wir das Dorf Odrens, hier unser Traumdorf, verkauft haben und das ganze Geld ist in die Stahlratte geflossen, um diese Aufgabe umzusetzen. Und jetzt, die Stahlratte haben wir noch, hängt das ganze Kapital, das wir haben, in diesem Schiff. Und wir haben gar nicht die Möglichkeit finanziell, das umzusetzen, was wir eigentlich umsetzen möchten, umsetzen sollen. Es geht einfach noch nicht. Wir haben für allgemeinnützige Projekte wie einen Meditationsplatz, eine Baumschule und auch Tierschutz zu leisten, haben wir ein Crowdfunding gestartet. Ich verlinke euch das unten mal, wenn euch das interessiert. Und müssen tatsächlich private Darlehen aufnehmen, weil wir sonst wahrscheinlich einfach nicht weiterkommen, solange das Geld im Schiff gebunden ist. Ja, das war jetzt kurz und ehrlich zu unserer finanziellen Situation, denn mit 28 Mann als so eine große Familie sich finanzieren und leben zu können, ist echt nicht einfach. Am Ende vom Video zeige ich euch noch ein paar Eindrücke und Erlebnisse von der Stahlratte und auch von La Gomera, die einfach gut geworden sind, die herzlich sind und die ich euch nicht vorenthalten möchte. Bedanken tue ich mich noch im Namen von der ganzen Gruppe bei allen Menschen auf La Gomera und woanders, die uns mit Kleidung unterstützt haben. Wir haben uns damals in Odrens hier geschworen, dass wir nicht viel Gepäck mitnehmen, weil wir mit einem Reisebus abgereist sind und in der Werft in Spanien ist sehr viel von unseren Sachen kaputt gegangen. Und wir hatten ja geplant, eigentlich relativ zügig in die Karibik aufzubrechen, um die Meridian-Expedition umzusetzen. Das hat sich ja dann anders ergeben, wie wir es eigentlich vorher mal geplant haben oder gedacht hatten. Nichts ist so beständig wie Veränderung. Und dadurch war uns auf dem Schiff auch relativ oft kalt und durch die kaputten Sachen kamen wir so langsam ein bisschen in die Bredouille. Deswegen möchten wir uns ganz herzlich bedanken für alle, die uns unterstützt und geholfen haben. So, und ich habe das anfangs schon mal erwähnt, wie schwer mir das gefallen ist, ein Video zu machen, ein neues Video zu machen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich habe mich jetzt als Intro zwar vorne abgesetzt, um das zu erklären, aber ich werde jetzt die Leute sprechen lassen, die jeden Tag drüben am Ackern sind und richtig am Reinhauen sind, um unseren neuen Ort entstehen zu lassen. Und sprechen tun jetzt Anna und Sven, um euch zu zeigen, was wir da drüben überhaupt alles machen. Ja, und jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören und gebe direkt weiter an die anderen 2. Ciao. Ich bin Anna. Ich bin der Sven. Übrigens schneidest du mich immer halb ab. Ja, erst soll ich nicht nah genug ran, dann soll ich... So ist das super, nicht so nah. Kein Hintergrund. Also weit ist weg. Ja, mein Arm! Ey. Hallo, ich bin Anna. Ich bin Sven. Von der Spirebo-Gemeinschaft. Genau. Und heute wollen wir euch zeigen, wo wir gelandet sind und was wir bisher gemacht haben. Genau. Das erste Gartenjahr in unserem neuen Zuhause auf La Gomera. Wir sind sehr gespannt, wie wir unsere bisherigen Erfahrungen und Ideen hier umsetzen und einsetzen können. Vieles werden wir ausprobieren und sehen, welche neuen guten und weniger guten Erfahrungen uns bevorstehen. Zuerst haben wir angefangen, auf unserem neuen Grundstück freizumachen. Da wachsen unglaublich viele Brombeeren, Farn und Efeu, die sich in den ganzen menschenfreien Jahren ihr Territorium gesichert haben. Seit Jahrzehnten der Unbewohntheit ist hier nichts mehr passiert,
Was ja auch gar nicht schlimm ist, denn so ist es richtig urig und man fühlt sich mitten in der Natur wirklich zu Hause. Die Bäume, die hier auf der Insel weitestgehend unter Naturschutz stehen, wollen wir erhalten und mit in unser Lebensumfeld integrieren, denn für uns ist es etwas sehr Besonderes, mitten im Wald zu leben. Den vorgegebenen Abstand rund um Gebäude wegen Brandgefahr halten wir natürlich ein. Viele Leute haben uns von dem großen Waldbrand auf der Insel erzählt. Die Bäume, die an dieser Stelle weichen müssen, verbauen wir zum Beispiel in die Naturtreppen oder versuchen sie mit Stecklingen an anderen Stellen wieder zu pflanzen. Ihr könnt auch auf den Aufnahmen gut erkennen, dass dieses Gebiet vor Jahrzehnten schon einmal bewohnt gewesen sein muss. Hier sind überall zugewucherte Terrassen angelegt. Das kann man an den Natursteinmauern gut erkennen, die die Terrassenanlagen stützen und ihnen Halt geben. Wir besitzen keine Freischneider oder Ähnliches. Es ist uns wichtig, mit den eigenen Händen und ohne großen Einsatz von Maschinen unser neues Zuhause freizumachen und so auch ein Gefühl für unseren neuen Ort zu entwickeln. Am meisten haben wir mit Macheten und Astscheren gearbeitet. Damit schafft man auch ohne Lärm eigentlich alles freizumachen, auch die mannshohen Brombeerwälder. Nachdem wir uns die ersten Wege durch den Wald gebahnt haben, legten wir Naturtreppen an, wegen der steilen Hanglage. Durch die Feuchtigkeit und das Laub auf dem Boden war es oft wirklich rutschig und die Treppen sorgen besonders für die Ältesten und Jüngsten unter uns einfach für mehr Trittfestigkeit und Sicherheit. Schon während des Freimachens haben wir versucht, mit Struktur ranzugehen. Viel Totholz können wir als Baumaterial nehmen. Was kann man nur als Brennmaterial verwenden? Was wäre geeignet, um in Hügelbeete eingearbeitet zu werden? Was lässt sich gut kompostieren, um neue gute Erde entstehen zu lassen und so weiter. Ihr könnt hier Mario sehen, der eine zerfallene Mauer einer Terrasse wieder neu aufkastet. Durch den Kameraschwenk bekommt ihr einen Eindruck, dass es eine bergige und stark bewaldete Landschaft bei uns ist, was wir wirklich richtig super finden. Das Brombeerdickicht ist sehr gut zu erkennen. Wie hoch und dicht gewachsen es hier war und dass wir alle uns Stück für Stück mit Macheten vorgearbeitet haben, um Gartenfläche entstehen zu lassen. Hier seht ihr die ersten freien Flächen, die darauf warten, aufgehauen und entwurzelt zu werden. Denn wenn wir die Brombeer- und Farnwurzeln alle in der Erde lassen, wird es kein Garten werden, sondern bald wieder genauso aussehen wie vorher. So, da haben wir es wieder. Berge an ausgemachten Brombeerbüschen. Und hier könnt ihr das erste angefangene Hügelbeet sehen. Von Hand ausgehoben mit Picke und Schaufel. So, hier haben wir Hügelbeet vorbereitet, wo wir jetzt die Brombeerreste reinstopfen und die irgendwie los wird. Natürlich ohne Wurzeln. Brombeeren und alles morsche Holz, was nicht zum Brennen sich eignet, zum Bauen. Ja, da kommt noch ein bisschen Brombeer zum Wegmachen. Hier könnt ihr sehen, wie wir Stück für Stück das Hügelbeet mit abgeschlagenen Brombeeren und morschem Holz füllen und dann verdichten. Das ist ein typischer Tag bei uns und mit der Grund dafür, warum wir froh sind, eine Gemeinschaft zu sein, auch wenn es manchmal schwer sein kann. Wenn man mit vielen zusammenarbeitet, gibt das echt Stücke. Die freigemachte Fläche wird tiefgründig aufgehauen. Wir hoffen, dass das nur in diesem Jahr nötig ist und die Mikroorganismen im nächsten Jahr Ruhe vor uns stören, Frieden haben. Also lockern wir die Erde tiefgründig auf, um auch Pflanzen wie Rüben und Karotten die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten und wachsen zu können. Gut ist, dass man bei dieser Arbeit direkt merkt, wo welche Erde ist. Wo große Baumwurzeln den Boden durchziehen, die wir natürlich nicht beschädigen, werden dann später nur Pflanzen ausgebracht oder eingesät, die keine tiefen Wurzeln treiben. Man fühlt direkt durch die Verbindung mit der Erde, wo der Erdboden schon locker ist und wo es sehr steinig ist. Gleichzeitig wird eine Struktur für Beete angelegt. Hier könnt ihr auch den Aufbau der alten Terrassenlandschaften, die wir erhalten und wieder aufbauen möchten, sehr gut erkennen. Wir fangen an zu erleben, warum die Terrassen in so einer steilen Lage so ungemein praktisch sind und schon seit Jahrhunderten genutzt wurden, um Lebensmittel anzubauen. Uli, Simone und Elisabeth sind mit den Brombeerwurzeln am Kämpfen. Da achten wir dann auch darauf, dass wir diese nicht achtlos in eine Gartenecke schmeißen, nachdem wir sie mühevoll ausgerissen haben, denn dann wurzeln sie wieder und der Spaß beginnt von vorne. Hier sind wir Zuckerrohrstecklinge am Einsetzen. Erfahrungen damit haben wir schon in Afrika gemacht. Da es mehrere Methoden gibt, haben wir 2 ausprobiert, mal sehen, was am besten funktioniert. Blick von oben. Große Gartenanlage, wir sind ja auch viele Leute. Wenn es langfristig gesehen gut läuft, könnte der Garten auch so viel Gemüse hervorbringen, dass wir in der Lage sind, zum Beispiel gegen Obst zu tauschen, das hier oben in den Bergen nicht so gut wächst wie in den tieferen Lagen der Insel. Simone, Elisabeth, Uli und ich sind hier dabei, Salzkartoffeln in die Erde zu bringen. Das ist auf jeden Fall etwas, auf das wir uns richtig freuen. Kartoffeln aus dem eigenen Garten essen und genießen zu dürfen.
Hier könnt ihr die ersten Beete sehen, die in Mischkulturmanier gepflanzt sind. Da wachsen verschiedenste Kohlsorten mit Kräutern und Zwiebeln zusammen. Viele sind mit Liebe im Garten und es geht wirklich voran. Das hier ist eine ganz andere Ecke. Das ist tief unten im Barranco, so heißen hier die Täler. Und hier sind wir dabei, einen Kartoffelacker entstehen zu lassen. Das ist schon eine Ehre, hier arbeiten zu dürfen, denn es ist wirklich wunderschön. Am besten geht's natürlich mit Spaß an der Arbeit. Das ist direkt über der Stelle, die ihr eben im Bild gesehen habt. Das Prinzip ist das gleiche. Erst wird freigemacht, dann wird die Fläche freigelegt und anschließend wird aufgehackt. Und ihr könnt gut sehen, dass wir hier wirklich in einem Waldgarten am Arbeiten sind. Gleicher Platz wie eben, jetzt sind wir schon am Aufhauen und Lockern. Die Kartoffeln brauchen einen gut durchdringbaren Untergrund, sonst können die Knollen nicht wachsen. Und da haben wir wieder die Gemeinschaft. Wir kommen uns mit der Arbeit sprichwörtlich entgegen. Da kann man auch gut sehen, dass das nicht bloß ein bisschen Gehacke ist, das ist wirklich eine anstrengende Arbeit und wir müssen dann abends auch echt aufpassen, dass wir nicht direkt nach dem Abendessen während unserer Gesprächsrunde und Besprechung für den nächsten Tag einfach einschlafen. Gut zu erkennen, die frisch angelegten Kartoffelhügel. Das ist Mattes, der die Setzkartoffeln in die Erde einsetzt. Wir versuchen uns dabei zu konzentrieren und das nicht einfach so nebenher zu machen, damit auch jede Kartoffel die Möglichkeit hat, wirklich zu wachsen, denn letztendlich geht es jeder Pflanze gut, wenn sie ihr Optimum bringen kann und uns bringt es ein richtig gutes Lebensmittel, frei von Pestiziden, Herbiziden oder sonstigen chemischen Zusätzen. Das ist was, worüber wir uns sehr freuen. Alles wächst und gedeiht. Uns war und ist ein eigener Garten schon immer sehr wichtig. Er sorgt letztendlich dafür, dass wir hochwertiges Essen auf dem Teller haben, wo wir ganz genau wissen, wo es herkommt. Aber was eigentlich noch viel wichtiger ist, ist die Energie, die hinter allem steckt. Denn wenn man wirklich frei und mit Herz im Garten arbeitet, kommt man sich selbst irgendwie näher. Man gibt einen Teil von sich mit in die Erde und bekommt dafür etwas zurück. Ein Geben und ein Nehmen. Es hilft, in der Erde zu buddeln, zu pflegen und frei zu machen. Man lässt damit etwas entstehen, man kann beim Wachsen zuschauen, es gibt einem Halt und man merkt, dass man selbst dazu beiträgt, Neues zu schaffen. Das bringt auch Verantwortung mit sich und man wird sich dessen wieder mehr bewusst, diese auch zu tragen. Nach einem nasskalten Arbeits- bzw. Lebenstag Sachen trocknen und aufwärmen in der Mietfinca in Los Aceviños. Along we fly. Super.